Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Heute der dritte Schweizer Hund in Folge, unterbrochen durch das Halloween-Special, das Sie vor einigen Tagen gesehen haben. Ich hoffe, Sie haben das nicht allzu bitter ernst genommen, dieses Video. Schauen Sie, das passte einfach zum Thema Halloween und ich würde auch behaupten, dass etwas Abdriften ins Reich der Fantasie nicht schadet. Ja? Die Welt und das Leben sind ernst genug. Denken Sie nicht, ich bin ein Satanist aufgrund dieses Videos und aufgrund meines Pentagramms. Was in Wirklichkeit dieses Pentagramm zu bedeuten hat, habe ich im Halloween Special erklärt und deswegen habe ich es mir auch da gestochen. Also ich bin kein Satanist, ja? Auch wenn ich angetan bin vom Werwolf. Aber was weiß man. Ja. Nun zurück zum heutigen Video. Der Entlebucher Sennenhund. Einer von 4 Sennenhunderassen. Die 4 kennen Sie selbstverständlich. Den Appenzeller habe ich zuletzt gebracht. Der Entlebucher Sennenhund ist der kleinste dieser 4 Banditen. Ein absolut toller Hund. Größentechnisch bewegt sich der, Verzeihung, würde ich behaupten, im ersten Drittel der mittelgroßen Hunde. Die erreichen Schulterhöhen von 40 bis 50 cm. Wenn wir uns den Appenzeller ansehen, der etwas größer ist und eine Schulterhöhe mit bis zu 56 cm vorweist, der bewegt sich schon im zweiten Drittel oder zu Beginn des dritten Drittels von mittelgroßen Hunden, möchte ich sagen. Der Entlebucher ist ein gerade noch mittelgroßer Hund, doch das ist kein kleiner Hund. Diese Hunderasse erreicht bis zu 30 Kilo Gewicht. Kapitale Rüden können schon mal 32, 33 Kilo auf die Waage werfen. Das sind sehr kräftige Hunde, sehr, sehr kräftige Hunde. Anatomisch empfinde ich eine gewisse Ähnlichkeit zum bayerischen Gebirgsschweißhund, auch wenn Sie das vielleicht jetzt lächerlich finden. Aber ist so, wenn wir die Farbe außen vor lassen. Ich bin mir sicher, wenn Sie von der Anatomie eines bayerischen Gebirgsschweißhundes angetan sind, wird Ihnen auch ein Entlebucher Sennenhund gefallen. Ich bin mir aber auch sicher, dass es umgekehrt genauso sein wird. Wobei diese beiden Hunde miteinander nichts zu tun haben und sich auch charakterlich stark voneinander unterscheiden. Ganz Sennenhunde-typisch sagt man auch dem Entlebucher Sennenhund die Abstammung zu diesen römischen Kriegshunden, Legionärshunden nach, die da damals zu Zeiten der römischen Legion, zu Zeiten der Expansion des römischen Imperiums auch durch die Schweiz, durch die heutige Schweiz marschiert sind. Also diese Legionärshunde verpaarten sich mit ortsansässigen Hunden, und das Schritt voran und so weiter und so fort. Das sagt man auch den restlichen 3 Sennenhunderassen nach. Stets wurden diese direkten Vorfahren des Entlebucher Sennenhundes als Hüte-, Treib- und Zughunde, aber auch als Wach- und Schutzhunde verwendet. 1890 entdeckten Kynologen den noch alten Typ dieser Hunde. Und zwar war das im Tal der Aare und im Tal des Scherglibaches. Und deswegen wird dieser Hund in der Schweiz heute gerne auch noch Scherglibacher bezeichnet oder genannt als Scherglibacher bezeichnet. Der Züricher Professor Albert Heim, dem ist es zu verdanken, dass sich diese herrliche Arbeitshunderasse als Rasse durchgesetzt hat. 1926 wurde der erste Entlebucher Sennenhunde-Club in der Schweiz gegründet und 1954 wurde dieser tolle Hund vom FC als Hunderasse offiziell endgültig anerkannt. Ich sage Ihnen was, lieber Zuseher. Wenn Sie einen Hund suchen in kompaktem Format, der Ihnen alles bietet, was Ihnen auch ein großer Hund bietet oder was Sie von einem großen sportlichen Hund erwarten, dann sind Sie mit einem Entlebucher Sennenhund fantastisch bedient. Das garantiere ich Ihnen. Der kann zwar, so wie die anderen 3 auch, etwas an Sturheit, Dickköpfigkeit an den Tag legen, aber zeigt er die normalerweise bei weitem nicht in einem Ausmaß, wie es gerne mal Braken tun, denn die sind in dieser Disziplin Weltmeister. Das wissen wir. Dazu gehören Dackeln, Schweißhunde und so weiter. Braken halt. Und genauso wie die anderen 3 Sennenhunde ist auch der Entlebucher Sennenhund ein fantastischer Familienhund. Mit dem Appenzeller
meiner Meinung nach der sportlichste der Sennenhunde, nicht der stärkste. Dazu zählen sicher der Berner und der große Schweizer, aber der sportlichste. Der Meinung bin ich. Ja. Ganz sicher und eher weniger geeignet ist dieser Hund für ausgewachsene Couch Potatoes als Besitzer. Also das ist schon ein Sportler, dem Sie dementsprechend auch halten sollten. Ja. Das ist ein lebenslustiger, sehr leistungsfähiger Hund, der seiner von ihm geliebten Familie einen zuverlässigen Bewacher und auch einen guten Beschützer darstellen kann. Und nochmals, ich möchte auf dieses Thema nochmals zurückkommen. Viele Leute da draußen unterschätzen Hunde mit derartigen Größen- und Gewichtsverhältnis. Tun Sie das nicht. Zum unzähligsten Mal wiederhole ich das jetzt. Liebe Zuseher, ich hatte in meiner Figurantenlaufbahn, ich war etwa 10 oder 15 Jahre lang Schutzhelfer am Platz. Ich tat das mit Leidenschaft und hatte unzählige Hunde auf meinem Arm drauf. Ich arbeitete häufig mit mittelgroßen Hunden, die ähnliches Größen- und Gewichtsverhältnis vorgewiesen haben, wie der Entlebucher Sennenhund das tut. Mittelschnauzer, der sogar noch leichter ist. Australian Cattle Dog, der ebenfalls normalerweise leichter ist als ein Entlebucher. Und ich sage Ihnen was, unterschätzen Sie die Power eines solchen Hundes nicht. Und ich garantiere Ihnen, wenn Sie einen Entlebucher Sennenhund, der normalerweise einen natürlichen Wach- und Schutztrieb zeigt, einen stark ausgeprägten Schutztrieb seiner Familie gegenüber vorweist, ja, wenn Sie den gut erziehen, der sie liebt, und wenn ein Hund sie liebt und gleichzeitig ausgestattet ist mit einem natürlichen Schutztrieb, dann wird sie der jederzeit gegen alles und jeden verteidigen. Und wenn das ein Entlebucher Sennenhund tut, dann kann das ein sehr effektiver Schutzhund sein. Ich möchte von einem wild entschlossenen Entlebucher Sennenhund, weil der meint, ich bedrohe seine Familie, nicht attackiert werden. Ich sage Ihnen das, ja. Ich kann das nicht oft genug betonen, weil ich weiß, dass viele Leute das unterschätzen. Selbstverständlich benötigt auch der Entlebucher Sennenhund eine gute Portion an Feingefühl in der Erziehung. Das benötigen alle Hunde. Aber ich habe das vorher schon angesprochen und ich habe das bei allen Sennenhunden angesprochen. Spezialvideo über den Berner fehlt mir noch, kommt. Nicht als nächstes Video, aber jetzt habe ich den großen Schweizer, den Api und heute den Entlebucher gebracht, muss ich natürlich auch den Berner bringen. Auch der kommt noch. Alle Sennenhunde gelten als Hunde, die manchmal etwas Dickkopf aufblitzen lassen können, sind dementsprechend mit anderen Tricks zu packen als der typische klassische Gebrauchshund, deutscher Schäferhund, deutscher Boxer und so weiter. Völlig andere Charaktere. Dennoch ist die Erziehung eines solchen Hundes absolut keine Hexerei. Etwas Feingefühl, etwas Händchen, wenn Sie von Natur aus ein Mensch sind mit Händchen für Hunde, die gibt es ja, die Leute, die kommen mit Händchen für Hunde zur Welt, ja, die müssen das nicht erst derartig intensiv in sich aufsaugen durch Beratung oder durch Studieren von Lektüren, dann ist das alles keine Hexerei. Ganz sicher nicht. Also niemand, der einen Entlebucher erfolgreich führt, ist ein Zauberer oder eine Hexe. Ganz und gar nicht. Das sind Top-Hunde, die nur manchmal etwas stur sein können, ihren eigenen Kopf haben, aber das können Sie schnell mal bei einem Hund haben. Ja. Wie gesagt, keine Hexerei. Wenn Sie einen kompakten Top-Familienhund suchen, der sportlich und robust ist und gleichzeitig auch einen ausgeprägten Wach- und Schutztrieb vorweist, nun würde ich sagen, werfen Sie Ihr Auge mal auf den Entlebucher Sennenhund. Das ist eine Empfehlung meinerseits auf jeden Fall, denn hätte ich es auf einen auf einen er ist kein kleiner Hund, ja, schon ein Hund mit 30 Kilo und bis zu 50 cm Schulterhöhe ist kein kleiner Hund. Auf einen mittelgroßen Hund abgesehen haben, weil sie zu wenig Platz zur Verfügung haben, gerne aber einen Hund mögen, der sehr sportlich ist, einen gleichzeitig Top-Familienhund darstellt, der über ausgeprägten Wach- und Schutztrieb verfügt, der diesen Schutztrieb auch effektiv an den Tag bringen kann, im Fall der Fälle, wenn es notwendig ist, wir alle wünschen uns das nicht, wissen wir, dann empfehle ich Ihnen vom Fleck weg einen Entlebucher Sennenhund, der mir ähnlich gut gefällt wie der Appenzeller. Und ich sage Ihnen was, obwohl früher mein Top-Favorit der 4 Sennenhunde eher der große Schweizer war, einer den typischen klassischen Molosser darstellt und knapp verfolgt
vom Berner Sennenhund, also der Berner Sennenhund mein zweitliebster Sennenhund war, hat sich das bei mir heute völlig umgedreht. Ja? Ich empfinde den großen Schweizer und den Berner Sennenhund noch immer als fantastische Hunde. Ganz klar, habe ich auch beim API-Video gesagt. Doch würden Sie mich vor die Wahl stellen und sagen, such dir 2 dieser 4 Sennenhunde aus, ob Sie es mir glauben oder nicht, ich würde mich für den Appenzeller und für den Entlebucher entscheiden. Ist so. Ja? Heute denke ich so. Hat verschiedene Gründe. Ja? Auf jeden Fall ein Top-Hund, den ich Ihnen empfehlen kann, wenn Sie auf der Suche sind nach etwas Kompakten, das Gas gibt, sportlich ist, stark, robust, wunderschön, habe ich vergessen, guten Wach- und besitzt. Auch der Entlebucher kann Fremden gegenüber ähnlich wie der Api und gleichgeschlechtlichen Hunden gegenüber ähnlich wie der Api funktionieren. Ja, es kann schon der eine oder andere Entlebucher das Licht der Welt erblicken, der mit natürlichem Misstrauen Fremden gegenüber ausgestattet ist. Manchmal können sie auch etwas kantig sein gegenüber fremden Hunden, ja, also die Bossrolle bestätigt haben wollen. Verstehen Sie, was ich meine? Ist genauso wie beim Appenzeller nicht in Stein gemeißelt und eventuell nicht so stark ausgeprägt wie beim Appenzeller, aber es kann vorkommen. Sie verstehen schon, was ich meine. Ja, liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt ist nicht so einfach. Wissen Sie, ich stehe da genau vor einer Mauer und hinter der Mauer stehen schon wieder Leute, die mir zusehen. Deswegen schalte ich manchmal weg und es passiert mir der eine oder andere Versprecher. Auch jetzt, wo ich Ihnen das gerade sage, stehen etwa 15 Meter von mir entfernt 4 Leute und sehen mir dazu, wie ich mit der Mauer spreche. Ja, nochmal. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und Ihnen auch. Das war's schon wieder.